Ich habe ein Coding-Duell veranstaltet und zwar mit Freiwilligen, die bei den Coding-Challenges auf der ITCS face-to-face gegeneinander angetreten sind. Der IT Career Summit ist eine kostenlose Tech-Konferenz, IT-Jobmesse und gleichzeitig auch ein Festival. Und damit der perfekte Ort für euch, um einen Job zu finden und gleichzeitig Spaß zu haben. Und genau dazwischen war auch ich zu finden und werde ich auch wieder zu finden sein am 8. September dieses Jahr in Köln. Alle Infos unten in der Beschreibung. Ihr konntet in verschiedenen Challenges von SQL bis C++ gegeneinander antreten. Und das erste Duell seht ihr jetzt, eine Python Challenge. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Eure Challenge steht da. Ich kann es gerne auch noch mal einmal kurz erklären. Und zwar, wir berechnen im Endeffekt den Median von einer gewissen Anzahl an Zeilen. Wie genau es definiert ist, steht alles da. Unten drunter, ihr könnt gerne auch noch einmal tiefer scrollen, stehen die, also es steht erstmal auf Deutsch da und dann auf Englisch. Unten drunter gibt es Examples, also Beispiele für auf der Website. Danke dir. Genau. Und die Beispiele stehen hier. Ihr könnt einfach hier drin anfangen zu coden. Wenn ihr eine erste Idee haben wollt, ob ihr in die richtige Richtung geht, könnt ihr unten auf Test Examples gehen. Genau, dann könnt ihr eure Sache abschicken und dann auf Submit, wenn ihr fertig seid. Mir bitte auch Bescheid geben, ich sehe es nicht. So, können wir loslegen. Hi. Benjamin! Die Werte sind schon fertig gegeben oder muss ich die noch irgendwo einlesen? Oder? Die Werte musst du einlesen, genau. Okay. Die kriegst du einfach über den Standard-Input. Okay. Also über. Ist gut? Werte kriegst du über Standard-Input. Also kriegst quasi über einfach über das ja. Lies ja auch über Input ein. Tatsächlich. Also einfach als würde sie jemand über Nutzzeilen eingeben. Was Input ist. Input ist Python. Ach so, so meinst du das. Ah, okay. Da kriegst du. Es ist, als würde jemand erst 3 eingeben, dann die Zahlen 20, 4, 19 und 6. Und dann also es ist als 1 quasi. Ja, genau. Es sind alles einzelne Input-Eingaben. Jede einzelne Ziffer ist, also jede einzelne Zahl ist, selbst wenn ich jetzt die 20. Die hier. Also oder würde ich die jetzt eins? Genau, das ist eine Zeile im Endeffekt. Also 3 ist eine Zeile, 20, 4, 19, 6 ist eine Zeile. Und ein Leerzeichen getrennt würde ich sagen. Genau, Leerzeichen getrennt. Es ist zu lang her. Es ist zu lang her. Ich erinnere mich nicht mal mehr an Variablen-Definition. Alles schon direkt richtig am Treppen gehen. Fuck. Verstreckte Gesichter. So, ja. Achso, die werden direkt im. Okay, so funktioniert es gut. Genau, du bist. Genau, darf man den mal googeln für Basics? Kannst du machen. Also, du müsstest Internet haben. Nochmal schnell die Python Basics reinhauen. How to write Python Code. Ja, es ist halt. Also, es ist zu lang her. Ich erinnere mich nicht mehr an die Basics. Das wird wild. Ja, okay, das wird doch einfach so reinschmeißen. Cool. Also, wenn nicht Bing ist, alles ja, Bing machen wir raus. Bing Chat ist disapproved. Das ist so. So, also für die, die es gerade nicht sehen, wir berechnen den Median. Und hier sehen wir schon einiges an Code. Ich komme nicht mehr dahin. Es ist gedanklich, alle anderen Sprachen. Python ist zu lange her. Ich weiß, was ich will. Es wäre sortieren nach. Genau, das ist mehrere. Aber ich muss das halt erst noch parsen und dafür müsste ich
Splicen. Nee, nicht splicen. Okay, Split. Was mache ich, wenn er nur am Laden ist? Wenn er nur am Laden ist? Oh, dann ist unser Internet scheiße. Das ist schlecht. Warte mal kurz. Aber spreche dir den Code zu. Also nicht einfach neu laden, sondern auf jeden Fall schon später. Weil wenn du neu lädst, ist er weg erstmal. Und ich bin mir nicht sicher, wie es sich verhält, wenn wir kein Internet haben. Ja, alles da. So. Hat es funktioniert? Ah, sehr gut. Okay. Es geht weiter. Mit Hände schreiben. Wenn ich das Code programmieren. Sieht hier drüben aus. Ist einen kleinen Vorsprung bekommen, weil das Internet nicht funktioniert hat. Oh, oh, oh. Wir sind wieder näher. Das ist wieder spannend. Das war einfach nur, damit es wieder spannend wird, Leute. Wir können alle ein bisschen was sehen. Die amerikanische Tastatur ist deutlich angenehmer. Du hast halt bei der amerikanischen Tastatur bei Ü und dem Plus die schönen Klammern und mit Shift dann die geschwungenen Klammern, sodass du halt alles hast, was du haben wollen. Oui. Das gebe ich so ab. Wenn du abgeben möchtest, auf Submit. Und wir haben einen Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war sehr schnell. Warte. Okay, ich habe zweimal aufgenommen, aber es waren so ungefähr 12 Minuten, glaube ich. Oder? Ne, 6 Minuten. Die Zeit. Ja, krass. Die Basics haben gefehlt wieder. Die Basics haben gefehlt. Wir machen gleich noch ein kurzes Interview, wenn ihr Bock habt. Ja, gern. Aber ja, cool. Also hat mich gefreut. Für alle, die es jetzt nicht so richtig sehen konnten, die beiden haben quasi gleichzeitig dieselbe Aufgabe programmiert. In dem Fall war es, wie würdest du es am besten beschreiben, medial? Es war etwas kompliziert am Anfang, weil ich nicht genau wusste, wo ich anfangen sollte. Ja. Der Hinweis mit einfach über Input einlesen hat dann geholfen. Okay. Ja. Danke. Was war genau die Aufgabe? Die Aufgabe war Mittelwert oder Median berechnen. Genau. Und genau, das war also einfach in Python das Ganze zu programmieren. Wir haben bei den Beispielen unten hatten wir einige Beispiele, die man eben prüfen konnte, ob es damit funktioniert. Aber wenn du dann auf Submit drückst, dann kommen tatsächlich nur andere. Aber in dem Fall alles richtig gemacht. Ja, das richtige Ergebnis bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ist cool. Ja. Ich war gerade noch mal am Lesen, weil ich hatte die Vermutung gehabt, dass ich, wie das Ganze halt aufgebaut ist. Ja. Und dass halt am Anfang, dass halt da eine Anzahl von Testfällen halt angeben wird. Ja. Das war mir am Anfang auch nicht ganz klar. Ich hatte dann einfach die Vermutung aufgestellt, dass halt einfach 3 und dann immer wieder Inputs kommen. Genau. Und ja. Ist doch eigentlich zum Beispiel, oder? Hier drüben bei der Eingabe, Genau. Zeile 1, einzelne Zahl T, die Anzahl an Testfällen angibt und dann jede einzelne Testzeile. Genau. Das ist dann mit einer... Ja, okay, wir machen direkt noch ein Interview hinterher, würde ich sagen, weil wir jetzt eh schon quasi dabei sind. So, das Interview mit dem Gewinner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Du hast es wie gelöst? Also ich habe halt den Input eingelesen, habe halt dann direkt versucht, dann die Daten so umzuformen, dass ich damit halt direkt weiterarbeiten kann. Der Gedanke war halt einfach, wenn ich die Liste der Größe nach sortiere und dann einfach den Wert, der halt vom Index her in der Mitte ist, halt ausgebe, dann ist das der Median. Und um das halt zu machen, habe ich halt den Wert in eine Liste konvertiert, dann als Integer konvertiert und
dann halt entsprechend ausgegeben. Cool, hat offensichtlich relativ auch funktioniert. Also in 6 Minuten direkt eine Lösung gefunden, das ist glaube ich schon einfach. Was machst du normalerweise? Ich bin Azubi für Softwareentwicklung. Ich mache hauptsächlich Sachen mit Django, also auch in der Python-Welt sehr viel. Ja, habe einfach schon ein bisschen länger mit Python zu tun. War auch die erste Programmiersprache, die ich gelernt habe. Wieso für Python? Aufgrund der Einfachheit damals. Es war halt einfach da reinzukommen und ja, ist dann ist es dabei halt geblieben. Ja, danke. So, und haben wir dir auch noch kurz wie lief's? Ja, die Idee war da, aber die Python-Skills haben doch mich inzwischen verlassen nach einer Zeit. Wie lange ist Python bei dir? Wirkliches Nutzen jetzt wahrscheinlich schon 2 oder 3 Jahre. Also würdest du sagen, man will einfach Rust, wenn man es zu lange nicht macht? Ja, ich habe schon vergessen, ob ich überhaupt für Variablenzuweisung zum Beispiel irgendeinen Prefix nutzen muss oder sowas. Und die Grundmethoden, um Mathematik anzuwenden, sowas, das hat einfach gefehlt jetzt, ja. Ja. Also doch relativ häufig im Westen dabei bleiben. Was machst du normalerweise? Normalerweise mache ich die Entwicklung von Software für unseren Staat. Das heißt Webanwendungen mit sowohl dem Angular Frontend als auch einem C# Backend zum Beispiel. Also wenn es C# ist, dann ist es C# oder JavaScript, da hätte ich das sofort. Da hätte ich es wahrscheinlich in so 5 Minuten lösen können, ja. Weil die Idee an sich ist halt nicht komplex. Eine Liste sortieren, beziehungsweise umwandern durch den Zahlen, sortieren und rausfinden, ob ich den mittleren Punkt oder die mittleren 2 Punkte und dann durch 2 rechnen muss. ja. Würdest du sagen, man kann mir das doch ein bisschen nicht so gut verraten. Man kann es wieder verlernen. Ja, man kann es wieder verlernen. Es ist wie eine Sprache, man muss halt die Worte im Kopf haben. So, danke. Ja, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Auch die Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Alles gut, wir sehen, so wir sind. Wir sind ja sehr, sehr experimentell heute unterwegs. Weil ich habe tatsächlich sowas noch nie vor Ort live gemacht, mit Aufnahmen und allem. Und vor allem nicht im 1 gegen 1. Also wie fandet ihr die Situation so 1 gegen 1? Ich fand es ganz cool. Ja? Okay. Cool. Ist auch so, vielleicht mit Lima fände ich das dann schon noch mal geil. In jeder Zukunft ist Ja. schon den Schienen von Skilling, oder? Ja? Okay. Vielleicht können wir irgendwann mal so eine richtige Stage haben. Das wäre ziemlich cool.